Ja, hallo liebe Leute, ein neues Video zu der Atmel AVR-Chip-Programmierung. Erstmal der Bereich Programmierung, die Übertragung auf den Chip und insbesondere auch, wie man das sehr einfach halt aufbauen kann. Das kommt im selben Video, aber gleich im Anhang. So, ich fange einmal an. Ich habe mir hier die Atmel Anleitung für den Atani 13. Hier lasse ich mir hier anzeigen. Der Atani 13 ist ein kleiner Chip, der hat nur 8 Pinne. Das ist die Belegung von diesem Chip und der hat hier die Ports 0 bis 5, also 0, 1, 2, dann hier 3, 4 und 5. Und das sind 5 Bit des Ports B. Und diese haben auch noch Sonderfunktionen. Und die hier fett geschrieben sind, das sind die halt für die Programmierung wichtig sind. Und die muss man entsprechend verbinden. Und zwar mit dem entsprechenden Apparat. Und zwar, das ist ein kleiner Stecker, 6-polig. Da haben wir hier MISO, MOSI, SCK, RST, Ground und VCC. Und wenn man sich das hier dann anschaut, dann haben wir hier OEZ. Das ist das, was hier als RST angezeigt ist. Da haben wir SCK, MISO, MOSI und natürlich auch Ground und VCC. VCC ist die Versorgungsspannung. Aufgefallen ist, dass man die verbinden muss, damit das Programmiergerät da vernünftig funktioniert. So, das zu diesem Thema. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit der Programmierung. Da haben wir mit der Belegung jetzt erstmal noch gar nichts zu tun. Und zwar, ich mache das in Geany und da beginnt man mit dem Grundkonstrukt für den Prozessor. Punkt 1 ist, ich habe hier ein Verzeichnis, das ist Test und da ist im Moment noch nichts drin. Da muss aber was rein, und zwar da muss eine INC-Datei reingesetzt werden. Die INC-Dateien, die habe ich hier, Moment, wo habe ich die denn wirklich? So, da sind die INC-Dateien und da haben wir hier Atani und dann haben wir hier T13 ohne A dev, also T13 dev.inc. Die wird einfach genommen, Steuerung C. Dann geht man wieder in das Verzeichnis zurück. Das heißt hier auf AVR Test und packt das da rein. Das muss in der Datei am Anfang halt eingefügt werden. Da zieht man jetzt Punkt include Anführungszeichen, dann wie hieß die tn13dev, tn13dev.inc. So, damit sind die ganzen Namen, die Atmel vergeben hat, die sind dort den entsprechenden Registern zugewiesen. Es macht es viel einfacher, halt etwas zu entwickeln. So, dann geht es weiter in der, nein nicht hier, sondern hier in der Dokumentation. Und zwar, wo man da zuallererst schauen sollte, ist entweder bei System Controls oder bei den Interrupts. Da bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher. So, ja, bei den Interrupts, da fangen wir mit an. Und zwar, da haben wir hier diese ganzen Jumps hier und die sind wichtig. Und auch das aus dem Reset hier, das ist wichtig. Mal gucken, kann man das kopieren? Ja, das kann man einfach kopieren. Dann gehen wir jetzt in Geany rein, machen hier in Steuerung V und dann können wir die hier vorne alle rauslöschen. Also, warte mal, 5, 6, 7. Ach nee, 6 nur. Das sind R-Jumps. So, das kann auch alles raus hier. So, da haben wir
den Sprung von Reset. So, leider hat er da kein Leerzeichen mit kopiert. So, da weiß ich, da mache ich noch ein I davor für Interrupt. Da gibt es irgendeine Namensähnlichkeit, Gleichheit. So, dann vor das Reset, da kommen noch ein paar andere Sachen. Und zwar, da kommen diese Interrupts hier hin. Am besten kopieren wir die nochmal alle. Außer den Reset, den haben wir ja schon. Machen das so und dann müssen wir nochmal hier so, da haben wir die Interrupts und dann wird hier hinter ein Doppelpunkt gesetzt. Und das dahinter kann weg. Dann lauter stehen bleiben. Doppelpunkt würde ich dahin machen. Dann nehmen wir es ruhig raus. So, dann haben wir das hier auch. Wortstock. So, die hier, die führen jetzt alle zu derselben Sprungstelle im Programm und da kommt einfach ein RET rein. Falls man einen hier aktiviert, einen Interrupt, und der hat aber keinen vernünftigen Sprung, kein vernünftiges Sprungziel, dann kommt er hier hin und wird direkt wieder beendet. So, hier habe ich noch einen vergessen. Gucken wir mal, haben wir alle, ne? Jo. So wichtig ist, dass das PC-Int, dass das abgeändert wird in IPC-Int, weil da gab es irgendeine Namensgleichheit in der TN13-Def. So, damit haben wir das. So, bei Reset hat er irgendeinen Quatsch reinkopiert. Das machen wir lieber jetzt von Hand. So, bevor ich hier loslege, gehen wir oben ins Programm. Das kann man auch ruhig hier nach dem Include machen. Da werden jetzt ein paar Variablen definiert. Und hier mache ich jetzt ein paar Definitionen. Und zwar der Prozessor, der hat, wie gesagt, mehrere Register. Und das kann man sich am besten auch hier drin anschauen. Gucken, ob wir hier was, da finden wir was zu den Memories. Das ist der Flash Memory. Und da kommt das Programm rein. Und das ist, dann gibt es ein EEPROM. Und dann mal gucken, Register Description. Und das sind die. Okay, ich erkläre es so. Gibt es irgendwo ein schönes Bildchen? SRAM Data Memory. Okay, hier kann man es sehen. Also, der hat 32 Register. Davon sind 16, das sind die Register 16 bis 31. Die sind direkt schreibbar, also kann man einfach einen Konstantwert reinschreiben. Und davor die 16 Register, die sind nicht direkt schreibbar, da müsste man erst in so ein Register was reinschreiben und es dann dahin schieben. So, die sind, wie gesagt, bezeichnet als R0 bis R15. Die werden weniger benutzt, weil die eben nicht so zugänglich sind einfach. Und die
danach liegenden 32 Register werden häufig genutzt. Bis R25, R26 bis R31 sind Register, die werden als 16-Bit Register X, Y und Z für halt spezielle Sachen benutzt. Da werden wir jetzt aber gar nicht näher darauf eingehen müssen. Also was wir hier jetzt machen, ist die R16, die definiere ich immer ganz gern als Temp. Da braucht man hier einen Punkt Def und dann Temp gleich R16. Immer wenn ich dann Temp schreibe, wird das durch R16 ersetzt. Und mehr brauchen wir im Moment nicht, da kommen hinterher bestimmt noch mehr dazu. So, bei Reset, da fangen wir an und laden erst einmal den Stack Pointer. Das konnte man sich hier auch anschauen. Dann gehen wir nochmal hier hin. Das war bei Interrupts. So, da sind die. Und hier führt er fort, wie das geht. Also LDI R16, Low RAM End. Beziehungsweise Temp ist das ja bei mir jetzt. Und dann wird das ausgegeben, und zwar auf den SPL, das ist der Stack Pointer. So, dann werden die Interrupts angemacht, danach werden ein paar Sachen gemacht. Dann kommt irgendwann hier SEE und dann wird das Programm in so eine Schleife geschickt. Da schreibt man hier zum Beispiel Loop und dann die besteht aus NOP, Nummer 3 NOPs. Das sind No Operation heißt das, da wird aber ein Befehl ausgeführt, aber immer der macht nichts. Und dann kommt ein R-Jump Loop. So, das ist jetzt eigentlich schon das erste Programm und es läuft. Jetzt geht es ans Eingemachte. Und zwar, ganz wichtig sind die Interrupt-Vektoren. Die haben wir gerade, aber es gibt noch was viel Wichtigeres. Also hier haben wir die IO-Ports und die 8-Bit-Timer, da gehen wir gleich drauf. Und gucken wir mal, ob wir hier was finden. External Interrupt. General Interrupt Mask Register. Da haben wir auch nichts mit zu tun. So, das ist weiter oben. So, EEPROM Data, Power Management, System Control. So, hier ist das Statusregister, ganz wichtig. Und zwar, da ist ein Bit, das Bit 7, und das muss gesetzt werden, sonst macht das Ding 0 Interrupts, auch wenn man das für die Geräte einstellt, nichts. Das heißt, das muss ganz dringend direkt an den Anfang hier vom Reset, nachdem man den Stack Pointer gesetzt hat, da wird nun einmal LDI, Temp, 80. Das Bit, die anderen lassen wir alle auf 0 und dann wird dort auch dann, wie heißt das Ding, SREC, Temp. So, wenn man richtig programmiert, dann schreibt man sich immer dazu, was man macht. Stack Pointer setzen und da gehen wir hier hin und da machen wir Interrupts aktivieren.
So, und dann kommen jetzt die Befehle, um den Port, die Ports zu definieren, was man machen möchte. Ich will hier alle 6 Ports als Ausgabe nutzen. Dazu gehe ich wieder hier in die Anleitung und da können wir jetzt wirklich so weit runter gehen, dass wir hier auf die IO-Ports wechseln. Und zwar kann man sich das hier ein bisschen anschauen. Was haben wir hier? Configuring Pin. Also, um es schnell zu machen, das ist die wichtige Tabelle. Wir haben 2 Variablen oder 2 Ports, die wir schreiben können. Einmal ist das DDB. D ist für die Data Direction, also Ein- oder Ausgang. Ist das 0, ist es ein Eingang, ist das 1, ist es ein Ausgang. Und dann haben wir den Port, der sagt an, ob 0 oder 1 auf dem Port geschrieben werden soll, wenn er als Ausgabe definiert wird. Also brauchen wir hier DDXN. Wir haben nur 6 Leitungen, das heißt, das sind 4, das ist F und oben kommt nochmal eine 3, also 3F ist der Hexcode, der da drauf geschrieben werden muss. Also machen wir das mal gerade. Das heißt, hier schreiben wir gerade mal Ports als Ausgang definieren. Und das machen wir LDI temp, 0x3f. Ich kann auch das groß schreiben, das F, das ist gehüpft wie gesprungen. Und dann machen wir out. Und dann machen wir DDB, müsste das sein, temp. So, dann machen wir LDI temp, 0 und out. So, schauen, Port B, temp. So, damit haben wir die Ports als Ausgang geschaltet. So, dann wollen wir den Timer aktivieren. Das ist nicht so schwer, aber man muss da durchsteigen. Also Clock Sources, das gucken wir uns das hier an. Das kann man sich alles durchlesen, aber muss man nicht so unbedingt. Vor allen Dingen diese PWM-Modes, wenn man die nutzt, dann kann man sich das durchlesen. Wir wollen das Ding alles im Normalmodus laufen lassen. Also wir haben hier eine Variable tccr0a, standardmäßig alles auf 0. Nach dem Reset kann auch alles auf 0 bleiben. Da haben wir die Compare Output Mode für A und B. Und dieser Watch, dieses Ding hier hinten, das heißt Waveform, wo wird es dargestellt? WGM 01.0, Waveform Generation Mode, haben wir auch nichts mit zu tun. Das heißt, der ist auch auf 0 normal. Also da brauchen wir gar nichts dran ändern an diesem Register. Dann haben wir Timer Counter Control Register B. Ich glaube, das war jetzt Timer Register Control Register A. Man kann es der Sicherheit halber hier trotzdem reinschreiben. Das heißt LDI temp, 0 und out CCC R0A, temp. Und dann kommt das B-Register. So, da haben wir hier oben, das bleibt auch alles 0. Hier unten, da wird die Geschwindigkeit angegeben. Das heißt, wir wollen halt, dass nicht zu schnell da der Zähler hochgezählt wird. Wir wollen ja LEDs blinken lassen. Also werde ich hier einfach mal, dass die Clock Source durch 256 geteilt wird. Also LDI temp, und das ist 4.
das ist 1, das ist 2, das ist 4. Also das wäre hier zum Beispiel 5, 4 plus 1, aber das ist 4. Wählen wir ruhig 4. Ich schreibe das mal ruhig in Hex und dann machen wir aus. So, das ist TCC R0B, Temp. So, dann haben wir ein Timer Counter Register. Da kann man drauf zugreifen, kann das schreiben, kann es lesen. Im Moment brauchen wir das noch nicht. Die brauchen wir auch nicht. So, aber Timmask, das ist, da zeigt man ein, welchen Interrupt man vom Timer nutzen möchte. Wir wollen nur den Interrupt für den Overflow, das ist das Bit 1, nicht Bit 0. Bit 0 ist reserviert, also wird nicht genutzt. Also schreiben wir hier LDI Temp, 2 ist das. Zweites Bit entspricht 2, wenn es gesetzt ist. Also 02. Machen wir ruhig 02 da rein und out. Tim. Timer Mask 0. So, Timer aktivieren und dann schreiben wir hier ruhig noch rein. Interrupts Overflow aktivieren. Das haben wir. Mehr brauchen wir jetzt im Moment nicht machen. Das Programm ist fertig. Haha, schön wär's. So, jetzt kommt die Interrupt-Routine hinzu. Das heißt, ich kann jetzt aber, bevor ich hier weitermache, schon mal die Konsole aufmachen, falls ich die noch nicht aufhabe. Ne, habe ich noch nicht. Und da wechseln wir jetzt in das Verzeichnis. So, wir müssen das hier noch speichern dahin. Datei, speichern unter. Und dann gehen wir hier auf Projects, AVR Test. Das nennen wir jetzt auch einfach test.asm. So, dann ist das hier auch ls, dann ist das Ding da. Und dann kann man hier jetzt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Datei speichern unter. Test.asm. Ich hoffe, der stört nicht. Mal gucken, ob ich den löschen kann. Jo, jetzt haben wir den richtigen drin. Jetzt machen wir hier Avra Test.asm. Und ein Fehler, da habe ich irgendwas falsch, DDB, gucken wir mal, wo, da müssen wir nochmal in die Anleitung rein, bei den Ports. DDRB, nicht DDB, alles klar. Speichern. Nochmal hier, aber no errors. Also würde so laufen, aber hat natürlich noch keinen Sinn. Jetzt wird hier oben, gucken wir hier, wir haben hier den Tim0 Overflow. Der springt da hin und hier ist der auch drin. Der Tim0 Overflow, das ist der. Den entweder gehe ich her und
deselektiere den hier, dass ich das sehe, kopiere mir den, packe den hier unten hin, nehme natürlich das Semikolon da jetzt wieder raus und dann springt der Interrupt hier aus hinter das Ende von diesem Reset-Teil. Und ich kann jetzt hier festlegen, was ich machen möchte. Also Punkt 1 ist CLI, heißt die Interrupts werden erstmal vorübergehend deaktiviert, damit da nicht wieder ein Interrupt passiert, während das abgearbeitet wird. Und dann muss jetzt was mit dem Port passieren. In der Anleitung findet man was ganz Interessantes, und zwar man kann so Interrupts, ne, da war ich doch schon gewesen. Da sind die 8-Bit, hier sind die Ports und dann ist hier was Toggling the Pin. Das heißt, writing a logic 1, also ein Schreiben einer logischen 1 an die Pin, an das Pin-Bit, toggelt den Wert, also ändert ihn, ist er 0, wird er 1, ist er 1, wird er 0. Und das wollen wir hier jetzt auch machen. So, wir können aber auch natürlich jetzt überlegen, direkt ein Lauflicht zu machen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Einfachen an, dem Toggeln. Das heißt, wir schreiben LDI temp, .0x3f. Lasse ich jetzt alle toggeln, immer an und aus und an und aus. So, und dann kommt der Out. Da muss man hier Pin XN, Pin B, Out, Pin B, Temp. Und dann machen wir SEI, die Interrupts wieder an, und ein RETI, Return from Interrupt. So. Das sollte es an sich gewesen sein. Das heißt, jetzt kommt der Part, erstmal das Platinchen entsprechend zurecht zu machen. Aber vorher machen wir noch mal einen kurzen Test. Habe ich alles richtig gemacht? No errors, alles klar. Dann geht es jetzt weiter mit dem Steckplatinchen. Okay, dann fangen wir jetzt hier an zu basteln. Ich habe hier diese Platine hier, das ist ein sogenanntes Breadboard, und da kann man, also diese Pins hier, die sind alle untereinander verbunden. Das heißt, wenn ich da was reinstecke, ist das mit dem verbunden, wenn ich da was reinstecke, mit dem und so weiter. Und da arbeitet man mit so Steckdrähten. Ich habe hier ganz einfache gemacht selbst. Normalerweise kauft man da welche, die schön farbig und so. Aber warum Geld ausgeben, wenn es auch ohne Geld geht? So, die beiden Drähte hier, die habe ich reingemacht. Damit sind das hier ist Minus, das Plus, und genauso ist das hier Minus, Plus, und die habe ich einfach verbunden. Hier kommt eine Batterie ran und mit der wird das Teil dann da betrieben. So, der Chip, der ist hier drin. Hier oben hat er so eine ganz kleine runde Bohrung, so eine Vertiefung. Das ist der Teil, der hier oben ist auf der Zeichnung hier. Da habe ich vergessen hier, da kommt normalerweise so ein Halbkreis rein. Den habe ich hier wirklich vergessen. Aber ich denke mal, da kann man mit leben. So, dann, warum macht er das hier? Das weiß ich auch nicht. Gehen wir nochmal auf F11. So, zusätzlich ist hier, das habe ich auch gelötet und reingesetzt, das war gar nicht einfach da reinzusetzen. Das ist der Programmieranschluss für den Dings, wie heißt es, für das Programmiergerät. Das wird da drauf gesteckt. Und da haben wir hier die Belegung. Das liegt hier so um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Stift nehme, Pin 1 ist dann dieser hier und Pin 2 ist dieser da. Und
dann 3, 4, 5, 6. So, aber wie gesagt, wir haben hier die Bezeichnung und können jetzt hier Drahtbrücken einsetzen. Die haben auch unterschiedliche Längen. Müssen wir mal gucken, wie wir die nehmen. Ist an sich aber egal. So, fangen wir an. Da haben wir, wenn ich den so nehme, wichtige Anschlüsse sind MOSI und MISO. Das heißt einmal der PB0 hier. Da gehe ich aber ruhig hier oben dran und mache das von hier. Und das ist MOSI. MOSI kommt hier auf die Mitte zwischen diesen beiden, also dahin. Das können wir aber auch hier oben machen. So. Dann haben wir auf der Seite noch Ground und VCC bei diesem Stecker. Das heißt, der Ground hier, da können wir jetzt wirklich mal eine kürzere nehmen, wenn es eine gibt. Ja, die sind alle nicht viel kürzer. Also nehmen wir den Ground hier, den legen wir hier oben hin. Das ist Minus Ground. Den legen wir dorthin. Können wir ruhig so machen. Und den VCC, das ist der, den legen wir auch hier hoch. Dorthin, ruhig dahin. Und den biegen wir auch so ein bisschen beiseite, dass wir hier noch genügend Platz erhalten, um da zu stecken, obwohl da muss nichts mehr gesteckt werden. So, dann haben wir den MOSI verbunden, dann haben wir hier MISO, das ist der hier. Dann gehen wir von dem aus. Beziehungsweise stimmt das überhaupt? Bestimmt nicht. Nein, MOSI ist richtig und MISO kommt daneben. So, das heißt, das ist der hier und der kommt dann hier. Können wir den hier so rumlegen und hinterher. Ja, stimmt. Das ist MISO. So, dann haben wir noch SCK. SCK, das ist der Nummer 3 hier. Das heißt 1, 2, 3. Das ist der bitte. Und der kommt da. Den ziehen wir jetzt hier so durch. Der kommt dahin. So, da ist jetzt nur noch der RST, der Reset bei dem Chip. Der Reset bei dem Chip, das ist der PB5. Und den können wir schön hier oben, also eine kurze habe ich jetzt nicht mehr. Das ist der. Und der wird hier hochgelegt. Wir fangen ja hier 1 an, also das muss das sein. Gucken wir mal so drauf. Jo, das ist er. So, jetzt haben wir noch am Chip. Schauen wir mal auf den Chip. Die PBs, okay, aber wir haben Ground und VCC. VCC, das ist der hier. Immer den hier VCC, der kommt hier hin, auch hier so ein bisschen beiseite legen und da haben wir noch einen kurzen, da machen wir den Ground und den ziehen wir jetzt hier nach unten, da zum Beispiel oder dahin. So, haben wir irgendwas mit drin? Da bitte hin. So, damit hat der Chip Spannung, wenn die Batterie angeschlossen ist, und dann ganz ans Verdrahten der
Leuchtdioden gehen. Die Leuchtdioden, die möchte ich gegen Minus werkeln lassen. Da können wir ruhig das Minus hier unten nehmen. So, die haben auf der einen Seite einen längeren Draht, das ist die Anode, also positiv. Also kommen die hier unten rein. Können wir die hier rein machen. Nummer 1. Lassen wir ruhig 2 dazwischen. Aber im Moment brauche ich ja sowieso nur eine, weil ich ja nur... kann im Prinzip mehrere anschließen. Ich habe ja alle getoggelt. Okay, das heißt, jetzt können wir hier auf PB0 gehen. Das ist PB0, ist der hier. Das ist der. Der ist parallel auch da angeschlossen, das spielt aber keine Geige. So, das und dann kommt der hier bitte ran. Auch hier auf der Höhe machen. Kann das auch vielleicht ein bisschen feiner machen. So. Da, du kommst da rein. Und dann machen wir noch eine PB1 ist der Punkt daneben. Das mache ich dann lieber anders hier, damit die sich nicht so fix berühren. Lassen wir das den ersten sein. Die linke und das hier wird dann die rechte Leuchtdiode. Die kommt dahin. Okay. So, Schaltung sollte soweit fertig sein. Ich habe Programmiergerät, das ist noch nicht angeschlossen. Das packe ich mal in den USB. So, das haben wir hier. Und wir haben den Akku. Hier unten muss wieder der Anschluss rein. Oder den kann ich auch da oben hinsetzen. Machen wir das mal hier oben hin, wenn er hält. Ja. So, da ist Plus unten. Also muss das so rum. Und da sieht man schon, da ist noch mein Programm von vorhin drauf. Okay, also wir sehen schon mal, es funktioniert. Und jetzt schließen wir das an, das Programmiergerät, das macht grün. Dann können wir hier nochmal schauen, wie heißt das Programm. Das heißt jetzt test.hex, also das ist AVR Dude-P und dann ist das ein Tiny 13, so -C. Ich habe leider meine ganzen Zettel zusammengelegt und dabei auch das hier weggenommen. Das tue ich jetzt echt aus dem Kopf. So, AVR ESP2, so, dann -U, dann ist das Flash, Doppelpunkt, Schreiben, Doppelpunkt, dann der Dateiname, test.hex, Doppelpunkt I. Und wichtig ist, hiervor ein Sudo zu setzen und schieß ab. Kennwort eintippen. Ist geflasht und jetzt sieht man, der blinkt viel schneller, weil ich hatte vorher halt einen anderen Teiler genutzt. So, die eine geht hier nicht. Warum nicht, weiß ich nicht. Ich sollte die auch gehen. Gucken, ob es an der Leuchtdiode liegt. Ja, es liegt an der Leuchtdiode. Also jetzt sieht man, die beiden Ports funktionieren soweit.
So, jetzt können wir hier ein paar Sachen noch ändern am Programm. Einfach mal um zu schauen, was man so tun kann. Also ich setze ja hier am Anfang den Port als Ausgang und hier setze ich eine 0 auf beide. Da kann ich jetzt auch eine 1 setzen, dann müssten die LEDs gleich halt gegeneinander takten, weil der wird ja invertiert und der eine ist dann an, der andere aus und dann wird immer der eine an, der andere aus. Sollte funktionieren. Machen wir STRG S und dann können wir nochmal kompilieren. Null Fehler, war auch nicht anders zu erwarten und wir machen nochmal so. Das sieht schon so aus, dass sie gegeneinander takten. Die sind viel zu schnell, also gehen wir nochmal her und gehen hier hin, wo wir da bei dem Timer eine 4 eingetragen haben. Und da kann man jetzt einen langsameren Wert nehmen. Gucken wir in die Anleitung bei Timern. System Reset Earport Start Timer. Sind die Sources und dann kommt gleich irgendwann die Tabelle mit dem Teiler. Das war es nicht. Was ist das? Auch nicht. Da ist es. So, wir haben jetzt hier eine 4 drin stehen. Wir können noch eine 5 reinschreiben. Das ist dann durch 1024. Das müsste dann wirklich 4-mal so langsam gehen. Das heißt, einfach in Gini wechseln, hier eine 5 rausmachen, speichern, kompilieren, übertragen und schon ist es viel, viel langsamer. Okay, was kann man noch machen? Zum Beispiel möchte man unterschiedliche Frequenzen auf diesen LEDs haben, dann macht man das nicht wie hier mit diesem Toggeln des Ausgangs, sondern man definiert hier ein weiteres Register. Das nennen wir jetzt einfach Counter gleich R17. So, das Register, das setze ich auch hier in der Reset-Routine. Kann man ruhig hier machen. Okay, das kann man hier oben machen, wo der Port ausgegeben wird. Wo habe ich die 01 da reingesetzt? Ports als Ausgang. Und hier ist der Port B, wird geschrieben. Da schreiben wir jetzt, das können wir raussetzen. Und da können wir einfach schreiben out, Counter. Und hier unten, dann können wir das genauso machen. Das kommt weg. Da kommt einfach hin, out Port B, Counter, und davor kommt ein Inc Counter. Inc heißt, er wird um einen erhöht. So, dann speichern wir das ab, gucken wir, ob wir Fehler gemacht haben. No Errors. Können wir direkt programmieren. Jetzt haben wir den einen mit der normalen Frequenz laufen, den anderen mit der halben Frequenz. Und die anderen Ports, die laufen jetzt mit den entsprechend langsameren Taktfrequenzen. Das heißt, da können wir jetzt wieder
schauen, ob wir noch einen hinbekommen. So, gehen wir noch mal gerade hier auf die Ansicht. Port 2 ist der Nummer 7 hier. Ja, das wird jetzt nicht einfach, das hier ohne, dass es da eine Gefahr gibt, dass was passiert. Dann legen wir das mal lieber hier so hin. So, dann haben wir hier die Ledge, die machen wir einfach hier nach oben. Da zum Beispiel hin. Aber nach minus. Dann können wir die jetzt versuchen da reinzusetzen. Okay, das ist eine wesentlich dunklere LED. Kann man jetzt austesten. Also es funktioniert. Der ist jetzt noch langsamer. Mal schauen, ob wir was finden. Die hatte ich vorhin da schon versucht. Gucken wir nochmal. Vielleicht kriegen wir ja doch ins Laufen. Ja, das ist auch so eine helle. Gut. Vierte Leuchtdiode, das wäre dann PB3. Das wäre also, das ist Ground, dann PB4, PB3. Das ist der. Den schmeißen wir jetzt mal hier hin. Die scheint kaputt zu sein. Wenn die 2 gezählt hat, wechselt die. Also es ist ein Zähler, der zeigt an bis 16. Das sind die 1er, die 2er, die 4er und das die 8er. 7 und dann 8. Immer wenn die zusammen an sind, ohne alles andere sind es 3. Also binärer Zähler. Okay, das zu diesem Thema. Ich werde da noch ein paar weitere Videos machen. Ich will ja auch was machen mit der Fernsteuerung, um eben da die Impulse zu erzeugen. Das machen wir auch mit diesem Breadboard hier. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!